Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in St. Lamprecht in der Steiermark unterwegs und möchte dir das Benediktinerstift St. Lamprecht zeigen und dir die fast 1000-jährige Geschichte von ihr erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's! In der Stille der steirischen Bergwelt, auf über 1000 Meter Seehöhe, liegt ein Ort, der seit fast einem Jahrtausend das spirituelle und kulturelle Herz der Region prägt. Ein Ort, dessen Mauern von Frömmigkeit der Gründer, dem Ehrgeiz der Fürsten und den tiefsten Abgründen der Geschichte erzählen. Dies ist die Benediktinerabtei St. Lamprecht. Benannt nach dem heiligen Bischof Lambert von Lüttich, ist dieses Kloster weit mehr als nur ein architektonisches Juwel. Es ist der Ursprungsort des größten Wallfahrtsortes Österreichs und ein lebendiges Zeugnis für den unerschütterlichen Willen zum Überleben. Die Geschichte beginnt im Jahr 1076. Das Christentum fasst in den Alpen nur langsam Fuß. In dieser Zeit gründete der Kärntner Markgraf Marquard von Eppstein hier in den abgeschiedenen Wäldern ein Kloster. Es ist ein Akt des Glaubens und der Macht, ein Vorposten der Zivilisation in der Wildnis. Es ist Marquards Sohn Herzog Heinrich III. Von Kärnten, der die Gründung vollendet und das Kloster mit einer reichen Dotation ausstattet. Er sichert so den Unterhalt der Mönche und legt den Grundstein für die Pflege von Kunst und Wissenschaft. Mit seinem Tod im Jahr 1122 erlischt das Geschlecht der Eppsteiner. Doch sein Vermächtnis lebt in diesen Mauern weiter. Er selbst findet hier seine letzte Ruhestätte. Die erste Kirche war eine schlichte Holzkonstruktion, doch schon bald wurde sie durch eine imposante romanische Basilika ersetzt, die 1160 geweiht wurde und bereits die Ausmaße der heutigen Kirche besaß. Aus dieser frühen Epoche ist heute vor allem ein Bauwerk erhalten geblieben, der schlichte romanische Karner im Friedhof, ein stiller Zeuge der ersten Jahrhunderte. Noch bevor die große romanische Basilika geweiht wurde, ereignete sich das vielleicht wichtigste Ereignis in der Geschichte des Stiftes. Im Jahr 1157 entsandten die Mönche von St. Lamprecht einen Mitbruder in die nördliche Obersteiermark. Aus seiner einfachen Zelle entstand der Gnadenort Mariazell, der heute bedeutendste Wallfahrtsort Österreichs.
St. Lamprecht ist und bleibt die Mutterabtei von Mariazell. Doch die Geschichte des Stiftes ist auch eine von Zerstörung und Wiederaufbau. Im Jahr 1262 wütete ein verheerender Brand, der die romanische Kirche in Schutt und Asche legte. Doch die Mönche gaben nicht auf. Auf den alten Fundamenten begannen sie mit einem Bau eines neuen, prachtvollen Gotteshauses im Stil der Gotik. Über Jahrzehnte dauerte der Bau. Das Ergebnis war eine lichtdurchflutete dreischiffige Hallenkirche, die 1421 unter Abt Heinrich Moiker geweiht wurde. In dieser Zeit erlebte das Stift auch eine intellektuelle Blüte. Im Skriptorium entstanden wertvolle Handschriften und die Bibliothek wuchs unter gelehrten Äbten wie Johann Friedberger zur beachtlichen Größe. Im 17. Jahrhundert, im Zuge der Gegenreformation, erlebte St. Lamprecht seine radikalste Verwandlung. Ein italienischer Baumeister erhielt den Auftrag, das mittelalterliche Kloster in eine repräsentative frühbarocke Anlage umzugestalten. Domenica Sciascia, derselbe Architekt, der auch Mariazell wirkte. Später im 18. Jahrhundert wurde das Stift weiter ausgebaut. Der Prälatensaal von 1739 ehrt mit seiner Ahnengalerie die Gründer und Äbte des Klosters. Und der neue Südtrakt öffnet das Stift architektonisch zum Ort.
Neben der großen Stiftskirche birgt das Areal weitere sakrale Schätze. Die Peterskirche, 1424 gestiftet, ist eine Schatzkammer der gotischen Schnitzkunst. Ihr Hochaltar ist ein typisches Werk der berühmten Villacher Werkstätten um 1550. Im 20. Jahrhundert bricht die dunkelste Zeit über St. Lamprecht herein. Nach dem Anschluss Österreich an Nazi-Deutschland wird das Kloster im Mai 1938 beschlagnahmt. Die Benediktinermönche werden vertrieben und müssen nach Mariazell fliehen. Die Haftbedingungen verschlechterten sich dramatisch, als das Männerlager im November 1942 dem KZ Mauthausen unterstellt wird, einem Lager der Stufe 3, was für die Häftlinge quasi ein Todesurteil bedeutete. Mitten im Mord, für alle sichtbar, diente der ehrwürdige Stiftshof als Appellplatz für gequälte Menschen. Das Kloster diente sogar als Ausweichstelle für das berüchtigte Wannsee-Institut, eine Denkfabrik des Rassenwahns. Eine unvorstellbare Schändung dieses heiligen Ortes, die bis heute als Mahnung in den Mauern des Stiftes nachwirkt. Nach der Befreiung 1945 kehrte langsam wieder Leben ein. 1946 konnten die Benediktinermönche in ihr geschändetes, aber nicht vernichtetes Kloster zurückkehren. Es war ein mühsamer Neubeginn, ein Wiederaufbau nicht nur der Gebäude, sondern auch der Gemeinschaft. Heute ist das Stift St. Lamprecht ein moderner Wirtschaftsbetrieb. Die Mönche verwalten rund 5200 Hektar Land- und Forstwirtschaft. Mit einer mit Hackgut betriebenen Fernwärmeanlage versorgen sie den ganzen Ort und leisten so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Region. Stift St. Lamprecht ist ein Denkmal aus Stein, aber noch mehr ein lebendiges Zeugnis des Glaubens und der Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. Ein Ort der Kraft, der seine Tore für all jene öffnet, die auf der Suche nach Geschichte, Kunst und innerem Frieden sind. Fest verankert im Herzen der Steiermark, gestern, heute und morgen. Ja, das war die Geschichte und das Video über das Benediktinerstift St. Lamprecht hier in der Steiermark. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal. Somit verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir.
Freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Go Traveler. Also, ciao.